Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir wie immer Schritt für Schritt gemeinsam, und zwar diesen süßen halben Apfel mit dem Würmchen drinne. So sieht es aus. Wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Wir fangen hier mit der roten Schicht an. Dafür nehme ich ganz normal diese rote Wolle und dann haben wir noch eine Innenschicht. Dafür nehme ich mir so einen Beige und die innere Schicht, die erkläre ich euch nachher. Das ist fast ähnlich wie die rote, nur da lassen wir was weg. Und das Würmchen und Blatt und Stängel machen wir auch nachher alles zusammen. Und ich benutze hier für den Kopf eine 15 mm Holzkugel. Das ist so eine, da habe ich einfach ein Gesichtchen drauf gemalt und ein kleines Mützchen dazu gehäkelt. Aber wie gesagt, wir machen das jetzt zusammen. So sieht es aus und dann fangen wir direkt an. Wir fangen zunächst an mit einem magischen Ring. Und ich häkle mit einer 3 mm Häkelnadel. Dafür nehmen wir uns die Wolle, wickeln es zweimal um unsere zwei Finger, gehen mit der Häkelnadel vorne rein, holen den hinteren Faden einmal raus, holen den Faden und ziehen hier durch die Schlaufe durch. Somit haben wir unseren magischen Ring und in den häkeln wir jetzt 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Somit ist unsere erste Reihe fertig. Wir ziehen an dem kurzen Stück fest und fangen direkt mit der zweiten Reihe an. Dafür gehen wir in die erste Masche hier rein, holen den Faden durch und machen eine feste Masche, gehen in dieselbe Masche noch einmal rein, holen den Faden und häkeln die zweite Masche in ein und dieselbe Masche. Das heißt, wir verdoppeln diese Reihe. Ich zähle diese Reihe auch mit, also wir gehen jetzt in die nächste Masche und machen da auch 2 feste Maschen rein. Also haben wir schon 4. In die nächste machen wir die 5. und die 6. feste Masche. In die nächste, die 7. und die 8. In die nächste, die 9. und die 10. und in die letzte, die 11. und die 12. feste Masche. Somit ist auch die zweite Reihe fertig. Jetzt mache ich mir hier einen Maschenmarkierer ran. Den habe ich hier jetzt befestigt. Gehe jetzt direkt in die nächste Masche rein und in dieser dritten Reihe verdoppeln wir jede zweite Masche wieder. Also in die erste Masche jetzt nur eine und in die darauf folgende Masche machen wir 2. Dann wieder nur eine. Dann in die nächste wieder 2. Wieder eine. Und das bis zum Ende der Reihe. Die Reihen, die gleich größer werden, die erzähle ich dann nur einmal kurz und spule das dann schneller. Aber für den Anfang, für alle, die noch keine Profis sind, da zeige ich das noch mal ein bisschen genauer. So, hier noch eine und in die letzte kommen dann 2 feste Maschen. Somit ist die dritte Reihe auch fertig. Maschenmarkierer kann raus und nach oben. Jetzt fangen wir in Reihe 4 an. In dieser Reihe werden wir jede dritte verdoppeln. Das heißt, in den nächsten beiden kommt jeweils nur eine feste Masche. Und in jede dritte Masche machen wir 2 feste Maschen rein. Und das machen wir auch so bis zum Ende der Reihe. Immer in die dritte machen wir 2 feste Maschen.
Auch diese Reihe ist mit einer Zunahme beendet. Und jetzt Maschenmarkierer wieder nach oben. Jetzt sind wir in Reihe 5 und hier ist ungefähr das gleiche Spielchen. In dieser Reihe verdoppeln wir jede 4. Masche. Das heißt, in die nächsten 3 nur jeweils eine feste Masche. Und dann in die 4. 2 feste Maschen. Dann wieder 3 einzelne feste Maschen. Und in die 4. dann wieder 2 und das auch bis zum Ende der Reihe. Auch die 5. Reihe haben wir jetzt mit einer Verdopplung beendet. Jetzt fangen wir in Reihe 6 an. Maschenmarkierer kann wieder nach oben. Die nächsten 2 Reihen gehen nochmal so weiter. Jetzt sind wir in Reihe 6 und werden jede 5. verdoppeln. Das heißt, in die nächsten 4 wieder nur eine feste Masche. 1, 2, 3 und 4. Und bei der 5. Masche machen wir 2 feste Maschen rein. In ein und dieselbe Masche 2 feste Maschen. Dann wieder die nächsten 4, jeweils nur eine feste Masche. Und in die 5. dann wieder 2 feste Maschen. Das machen wir jetzt erstmal wieder bis zum Ende der Reihe. Auch die 6. Reihe haben wir mit einer Zunahme beendet. Maschenmarkierer wieder nach oben. Und jetzt haben wir noch eine Reihe mit so einer regelmäßigen Zunahme und dann machen wir ein paar verschiedene Reihen. Also jetzt sind wir in Reihe 7 und werden jede 6. Masche verdoppeln. Das gleiche Spielchen. In die nächsten 5 Maschen kommt jeweils nur eine feste Masche. 3, 4 und 5 und in die 6. Masche dann 2 feste Maschen und das bis zum Ende der Reihe, 5 einzelne und in die 6. dann 2 feste Maschen. Auch die 7. Reihe beenden wir mit einer Zunahme. Maschenmarkierer wieder nach oben. Und jetzt sind wir in Reihe 8 angelangt und in dieser Reihe werden wir jede 2. Masche verdoppeln. Einfach durchgehend. Also in die nächste nur eine. Dann in die nächste kommt 2 feste Maschen. Dann in die nächste wieder nur eine. Dann in die nächste wieder 2. Und das bis zum Ende der Reihe so. Wir verdoppeln einfach die ganze Reihe immer jede 2. Masche.
Am Ende der 8. Reihe angekommen. Maschenmarkierer kann wieder nach oben. Wir fangen jetzt mit Reihe 9 an. Und in Reihe 9 werden wir einfach in jede Masche eine feste Masche häkeln. Also in dieser Reihe machen wir keine Zunahmen, keine Abnahmen. Einfach nur in jede Masche eine feste Masche und keine Masche überspringen, weil die jetzt so ein bisschen dicht beieinander sind. Da einfach bis zum Ende der Reihe in jede Masche eine feste Masche. Wir sind am Ende der 9. Reihe angekommen. Wir fangen jetzt mit der 10. Reihe an und die ist auch identisch wie die 9. Das heißt, wir häkeln auch in der 10. Reihe nur eine feste Masche in jede Masche, also keine Verdopplung, keine Abnahme. Und dann haben wir gleich auch nur noch 4 Reihen und in der übernächsten Reihe kommen wir auch der Apfelform näher. Also jetzt erstmal in der Reihe 10 nochmal nur feste Maschen. Wir sind jetzt in Reihe 11 angekommen. Wie gesagt, wir haben insgesamt auch nur 14 Reihen und die anderen Reihen werden sich gleich wiederholen. Das zeige ich euch. Das ist jetzt die wichtigste Reihe, damit wir die Form auch bekommen. Dafür häkeln wir in die nächsten 4 Maschen jeweils eine feste Masche. 2, 3 und 4. Und von der 5. und der 6. Masche machen wir jetzt Abnahmen. Das heißt, wir gehen in der 5. Masche in eine Schlaufe rein und in der 6. Masche in eine Schlaufe rein. Holen den Faden hier einmal durch die beiden Schlaufen durch und häkeln dann unsere feste Masche. Dann häkeln wir in die nächsten 4 wieder nur jeweils eine feste Masche. 2, 3 und 4 und wieder von der 5. und von der 6. nehmen wir uns jeweils eine Schlaufe, ziehen einmal durch und machen eine feste Masche. Und damit verkleinern wir das und geben jetzt gleich die Apfelform. Und das machen wir jetzt erstmal bis zum Ende der Reihe so. Immer die 5. und die 6. gemeinsam abnehmen. Wir haben jetzt in Reihe 11 unsere Abnahmen gemacht und am Ende bleiben hier noch 3 Maschen übrig. Da machen wir ganz normal nur feste Maschen dann rein. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn das nicht aufgeht. Und die letzten 3 Reihen wiederholen sich jetzt. Das heißt, wir sind jetzt in Reihe 12 und Reihe 12, 13 und 14 sind identisch. Und zwar werden wir in den nächsten 3 Reihen nur jeweils eine feste Masche häkeln. Das heißt Reihe 12, 13 und 14 eine Runde lang mit jeweils einer festen Masche in jeder Masche. Und dann machen wir auch gleich weiter. Also dann sind wir mit diesem roten Teil gleich schon fertig und fangen dann mit dem Rest an. So, wir sind jetzt mit allen Reihen fertig. Insgesamt haben wir jetzt 14 Reihen gehäkelt. Diese schönere Seite lasse ich jetzt hier außen bei dem Apfel. Und jetzt häkeln wir dasselbe gleich nochmal ungefähr. Ich zeige euch das jetzt. Ich schneide hier jetzt erstmal den Faden ab, ziehe es raus. Maschenmarkierer kann auch raus. Das Stück vernähe ich gleich mit der Vernähnadel. Und jetzt holen wir nämlich die andere Farbe und hier werden wir jetzt dasselbe häkeln, aber wir lassen die 7. und die 14. Reihe aus. Das heißt, wir häkeln bei dem
in Beige jetzt nur 12 rein. So würde das denn aussehen. Und da lassen wir, wie gesagt, die 7. und die 14. Reihe aus. Alle anderen Reihen sind identisch wie hier bei dem roten. Und dann geht es auch jetzt weiter. Den Faden, den wir jetzt zuletzt abgeschnitten haben, den tue ich mir auf die Vernähnadel. Und da gibt es 2 Richtungen. Man kann das gut sehen. Und zwar werden wir das in diese Richtung jetzt vernähen. Da gehe ich einfach durch 1, 2 Maschen durch und vernähe meinen Faden und auch das Ende sieht dann so gut aus. Jetzt bin ich hier schon durch 3 Maschen durchgegangen und werde hier drin auch noch mal durch 1, 2 Maschen durchgehen und dann reicht das auch schon aus. Dann können wir den Faden auch abschneiden. Das wird sowieso nachher drin verschwinden, das sieht man nicht mehr. Dasselbe habe ich hier auch bei dem Beigen gemacht und hier habe ich jetzt die schöne Seite nach innen gedrückt. Und jetzt machen wir beide Seiten ineinander. So. Und vernähen jetzt gleich die Ränder. Das zeige ich euch auch einmal kurz und spule den Rest dann schneller. Aber jetzt erstmal schön ordentlich hier reindrücken. Und so wird nachher dann auch unsere Apfelform hier. Das machen wir auch gleich alles gemeinsam. Jetzt braucht ihr erstmal ein großes, langes Stück roten Faden. Oder die Farbe, die euer Apfel natürlich hat. Ihr könnt ja auch pinke, grüne oder auch irgendwelche Fantasiefarben nehmen. Mache mir die Wolle auf die Vernähnadel. Dann mache ich hier am Ende 2 Knoten. Das vordere Stück schneide ich weg. Und jetzt fangen wir an. Und zwar fange ich hier jetzt einmal bei dem roten an. Einmal hier drinne, damit der Knoten hier gleich drinne verschwindet. Dann ziehe ich einmal durch. Der Knoten bleibt auf der inneren Seite, den sieht man dann gleich nicht. Und dann gehe ich durch eine Masche von dem Beigen und durch eine Masche bei dem roten und ziehe das einmal raus. Und das mache ich jetzt die ganze Reihe so. Ich gehe einmal durch Beige und einmal durch Rot. Und so kriegen wir auch einen schönen Rand nachher. Ihr könnt das in die Richtung häkeln, wie ihr möchtet, beziehungsweise vernähen. Immer schön festziehen danach. Wenn euch die Lücken ein bisschen stören oder hier das Weiße, dann könnt ihr auch zweimal in eine Masche reingehen. Ich werde das gleich natürlich schneller spulen. Es ist immer dasselbe bis zum Ende. Ich zeige euch hier noch mal gleich das kleine Stück, was wir jetzt zusammen noch hier vernähen. Ich gehe auch gerne zweimal durch eine Masche. Dann ist das alles noch ein bisschen hübscher. So, und dann zeige ich euch das Stück mal jetzt. So sieht es denn jetzt vernäht aus. Und das machen wir die ganze Reihe so. Ihr könnt das zwischendurch festdrücken, reindrücken, zusammendrücken. Und das machen wir einmal bis zum Ende.
Ich habe jetzt soweit die komplette Runde verhäkelt, vernäht und jetzt werde ich hier meinen Restfaden noch einfach vernähen, durch ein paar Maschen durch. Das mache ich hier in der Zwischenschicht. Und dann können wir das einmal abschneiden. So sieht es denn jetzt aus. Ihr könnt euch das halt jetzt auch formen, wie so ein Apfel. Aber wir werden jetzt auch erstmal das Blatt machen. Die schiebe ich einmal zur Seite. Ich habe mich jetzt für so ein knalligeres Grün entschieden. Wir legen die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal und ziehen einmal durch. Das ist der Anfang. Jetzt häkeln wir 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt werden wir in die nächste Masche reingehen und eine feste Masche häkeln. Dann holen wir uns den Faden auf die Häkelnadel, gehen in die nächste Masche rein, holen den Faden raus und machen ein halbes Stäbchen. Dann Wolle wieder auf die Häkelnadel, in die nächste Masche rein, durchziehen und ein Stäbchen häkeln durch die ersten beiden Schlaufen und durch die anderen beiden Schlaufen. Dann wieder auf die Häkelnadel. Wir gehen hier in die nächste rein, holen den Faden raus und häkeln wieder ein halbes Stäbchen. Jetzt haben wir hier vorne ein größeres Loch. In dieses Loch häkeln wir erstmal feste Maschen rein. 1, 2 und 3. Dann drehen wir das Ganze und häkeln jetzt auf dieser Seite weiter. Und zwar gehen wir jetzt wieder in die nächste rein, holen den Faden und machen ein halbes Stäbchen. Wir holen den Faden, gehen in die nächste rein, machen ein ganzes Stäbchen, dann wieder in die nächste rein, ein halbes Stäbchen, dann hier vorne in das größere Loch, in die letzte Masche gehen wir rein und machen eine feste Masche. Wir gehen da wieder rein, machen eine feste Masche und eine Luftmasche. Dann Faden wieder ein bisschen länger abschneiden. Jetzt werden wir nämlich das lange Stück hier auf eine Vernähnadel tun. Und werden jetzt den Faden auf der Rückseite bis nach unten hin einmal durchziehen. Das heißt, ich gehe hier durch ein paar Maschen durch und hole den Faden so gesehen nach unten. Jetzt habe ich den Faden bis nach unten hin geholt. Jetzt mache ich an den beiden Fäden erstmal 2 Knoten. Das kurze Stück, den Anfangsfaden, schneide ich einmal ab. Und bevor ich das ranmache, machen wir jetzt auch noch den Stiel. Jedes Teil für sich ist eigentlich einfach. Man muss die einfach nur zusammenstellen. Wir fangen jetzt mit dem Stiel an. Wir legen die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest und häkeln 7 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6 und 7. Dann gehen wir direkt in die nächste rein und häkeln in dasselbe 2 feste Maschen. Dann in die nächste häkeln wir nur eine feste Masche. Und dann bis zum Ende nur jeweils eine Kettmasche pro Masche. Kettmasche, Kettmasche und noch eine Kettmasche. Dann sind wir auch schon unten angekommen
Und unser Stiel ist auch schon fertig. Faden abschneiden, einmal rausziehen, dann die beiden wieder verknoten. Und einfach auf die Vernähnadel jetzt tun und hier dran einmal festmachen. So sieht das denn gleich aus. Blatt und Stiel sind jetzt befestigt. Man sieht auch kaum was. Da ist ja noch die Zwischenschicht. Da kann man auch am Ende das reinschieben und abschneiden. Jetzt fehlt nur noch unser Würmchen. Unser Würmchen ist wie immer super einfach. Wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel, ziehen einmal durch und bei dem Würmchen häkel ich jetzt erstmal 40 Luftmaschen. 1, 2, 3. So, wir haben jetzt 40 Luftmaschen. Jetzt werden wir mit Stäbchen arbeiten. Wir holen die Wolle auf die Häkelnadel, überspringen einmalig die ersten 3 Maschen und gehen in die 4. rein. Holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen und durch die anderen beiden Schlaufen. Wieder in dieselbe Masche rein, das zweite Stäbchen und noch ein drittes Stäbchen in ein und dieselbe Masche. Und ab jetzt wird auch nichts mehr übersprungen. Wir gehen wirklich in jede Masche rein und häkeln 3 Stäbchen in jeder Masche. Das wird dann jetzt ein bisschen kleiner und wird sich dann eindrehen. Und am Ende machen wir nur noch den Kopf ran. Und wenn ihr möchtet, ist optional auch die Mütze. Die zeige ich euch dann auch gleich noch mal kurz. Und ich spule den Rest jetzt einmal schneller. 3 Stäbchen in jede Masche. So, wir haben jetzt bis nach oben hin 3 Stäbchen in jeder Masche gehäkelt. Schneide den Faden ab, ziehe es einmal raus. Die beiden werde ich wieder verknoten. Dann kann ich schon mal das Köpfchen hier durchziehen. Das ist jetzt jedem selbst überlassen, wie er die Perle da befestigen möchte. Ich mache das dann nachher mit der Mütze zusammen. Deswegen ziehe ich das schon einmal hier durch. So sieht es denn jetzt schon mal aus. Die kommt dann hier gleich hier rein. Und das sieht wirklich super niedlich aus. Jetzt mache ich noch einmal das Mützchen dazu. Ich fange hier wieder an mit einem magischen Ring. Das ist auch ganz schnell mit ganz wenigen Maschen und Reihen jetzt gehäkelt. Mache hier 6 feste Maschen rein. Ziehe es einmal zu und jetzt werde ich die zweite Reihe einmal verdoppeln, also 2 Maschen in jede Masche.
Jetzt haben wir 12 Maschen. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche, so dass wir auf 18 kommen. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8 und 9, 10, 11 und 12, 13, 14 und 15, dann 16, 17 und 18. Das war jetzt die dritte Reihe. Jetzt haben wir hier 18 Maschen und in der vierten Reihe häkeln wir auch nur eine Runde mit 18 Maschen. Das heißt einmal eine Runde nochmal bis 18 zählen und eine Masche in jede Masche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. Auch die vierte Reihe ist somit fertig. Das wird meine Außenseite der Mütze sein. Und jetzt werde ich einfach jede 2 Maschen zusammen abnehmen, bis das meiner Holzperle passt. Und dann höre ich einfach auf. Das heißt, ich gehe bei der ersten durch eine Schlaufe und bei der zweiten hole den Faden raus, mache eine Abnahme, dann wieder von der nächsten und übernächsten jeweils eine Schlaufe, ziehe raus und mache eine Abnahme. Und das brauche ich jetzt auch gar nicht so lange machen, dann passt das schon gleich über meine Holzperle, über mein Köpfchen. Und den befestige ich dann auch gleich drauf und dann sind wir auch fertig. Das lohnt sich wirklich, das sieht wirklich super schön aus. Ich probiere das schon mal. Ein bisschen fehlt noch. Nochmal eine Abnahme. Dann probiere ich das wieder. Und das passt eigentlich schon ganz gut. Ich probiere jetzt nochmal eine Abnahme zu machen und gucke, ob die Mütze dann besser sitzt oder ob das schon gut war. So, ja, die sitzt dann fester und besser, also lasse ich das dabei. Ich habe jetzt dann in der 5. Reihe einfach immer die erste und die zweite abgenommen, so lange bis es auf mein Köpfchen raufpasst. Das werde ich gleich alles natürlich noch vernähen. Und so sieht es dann aus. Ich vernähe das alles einmal schnell und zeige euch das Endergebnis. So sieht jetzt unser Würmchen fertig aus. Der ist auch wirklich zuckersüß geworden. Und den packe ich jetzt einfach hier in meinen Apfel. Mich würde natürlich auch eure Farbwahl interessieren, eure Gesichter. Also schickt mir gerne was auf Instagram, auf Facebook zum Beispiel. Ich verlinke euch alles unter dem Video. So sehen die beiden jetzt aus. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Mithäkeln und Nachhäkeln. Teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten und schaut gerne unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alles einmal verlinkt. Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Bis dahin.